Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich möchte Ihnen heute eine Hunderasse präsentieren, die eigentlich in die Hardcore-Serie gehört und deswegen stecke ich die dort auch in. Ich spreche hier vom Schablahninaz. Der Schablahninaz, der Wolfskämpfer vom Balkan. Eine Hunderasse, die mir schon seit Ende der 80er Jahren bekannt ist. Ich war damals 16 oder 17 Jahre alt, voll im Lehrberuf drinnen. Ein Lehrlingskollege von mir wurde mein Freund. Der Junge kam von Serbien, also dem damaligen Jugoslawien. Ja, man tauscht sich untereinander aus. Er erfuhr von meinen Vorlieben, welche damals noch waren, der Kampfsport und der Hundeabrichtesport. Mit 16 Jahren hatte ich schon das eine oder andere Turnier absolviert mit meinem ersten Hund. Ja, und wenn man mit Leuten vom Gebiet des Balkans über Hunde spricht, dann trifft man früher oder später auf den Namen Schablahninaz. So war das auch bei ihm und er erzählte mir tolle Geschichten eines Hundes seines Großvaters. Doch dazu später. Ich gebe zu, es war eine große Herausforderung für mich, dieses Video hier zu präsentieren, weil ich hatte zwar Grundwissen über diesen Hund, ich kenne ihn schon sehr lange, hatte auch schon die eine oder andere Begegnung mit Schablahninaz. Die letzte ist noch nicht lange her, wir haben in Neudörfl am Rand von Neudörfl. Doch es gibt hier heftige Streitereien, hauptsächlich von Rasseliebhabern dreier Nationen und ich möchte mit diesem Video niemanden auf die Beine treten. Ich könnte es mir einfach machen und sagen, das ist der illyrische Schäferhund, so hieß er früher. Ich möchte ihn aber beim FC-Namen, nämlich Schablahninaz, nennen. Es soll sich niemand beleidigt fühlen. Ich kenne ihn halt nur unter diesem Namen. Mir persönlich ist es egal, wer da das Recht auf diesen Hund hat. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist ein toller Hund, egal ob der von da oder von da abstammt. Ich weiß auch, dass es hier sehr viele Ungereimtheiten bezüglich nicht nur der wahren Herkunft gibt, sondern auch des wahren Wesens und des wahren originalen Typs dieses Hundes. Hier wird oftmals auf diversen Foren oder Züchterseiten, die ich mir in mühsamer Arbeit auf Deutsch übersetzt habe, weil ich da auf einigen vom Balkan unterwegs war, davon gesprochen, dass es leider heutzutage oft so ist, dass kaukasische Ovtschaka im Schablahninaz eingezüchtet werden, der Russe dann das Blut dieses Hundes vom Balkan mehr oder weniger verfälscht, ganz klar, das Wesen, der Charakter verändert wird und so weiter. Selbst Rasseliebhaber dieses Hundes müssen zugeben, dass sich der Schablahninaz und der kaukasische Ovtschaka sehr stark ähneln. Die beiden Hauptunterschiede oder drei Hauptunterschiede sind der Charakter, die Größe und die Kopfform. Ich würde den Kaukasen als etwas kantiger bezeichnen, charakterlich. Er ist zwischen 10 bis 15 cm höher als der Schablahninaz und hat einen eigentlich völlig anderen Kopf. Das Verhältnis zwischen Oberkopf und Fang sieht beim kaukasischen Ovtschaka völlig anders aus als das Verhältnis von Oberkopf zu Fang beim Schablahninaz. Grob erklärt hat der Schablahninaz den kugelförmigeren Kopf mit dem kürzeren Fang, während der kaukasische Ovtschaka den etwas längeren Kopf mit längeren Fang hat. Er ist größer und hat auch ein anderes Wesen. Doch aufgrund von Blutauffrischungen und so weiter konnte ich daraus lesen, dass eben Einzüchtungen des Kaukasen in den Schablahninaz des Öfteren vorkommen und damit sind selbstverständlich eingeschworene Rasseliebhaber nicht einverstanden. Und um das geht's, auch um die Herkunft und so weiter. Aber wie gesagt, ich möchte mich da nicht einmischen. Ich versuche Ihnen hier so neutral wie möglich diesen Hund so zu präsentieren, wie er mir bekannt ist. Und Ihnen dann am Schluss möchte ich Ihnen dann noch einige meiner persönlichen Erlebnisse dieses Hundes mitteilen. Doch zuerst mal zum allgemeinen Erscheinungsbild. Wie sieht dieser tolle Herdenschutzhund aus? Und wenn ich schon Herdenschutzhund sage, ja, das ist einmal für alle Rasse-Insider klar erkennbar ein Herdenschutzhund. Das ist ein großer, starkknochiger Hund mit dichtem, langen Fell und kräftigem Kopf. Also gleich erkennbar eigentlich, wenn man sich schon etwas länger in der Welt der Hunde bewegt. Das ist ein Herdenschutzhund. Meiner Meinung nach vertritt er auch den Charakter der Herdenschutzhunde in optimaler Art und Weise. Ja.
Bei den Größen und beim Gewicht, ja, ist das schon wieder so eine Sache, die sich mit dem vorgeschriebenen Rassestandard und mit der Praxis das läuft irgendwie nicht parallel. Denn laut FCI-Standard haben Rüden des Schaplaninats im Durchschnitt eine Schulterhöhe von 62 cm. Und wenn sie weniger als 56 cm erreichen, besteht ein Zuchtverbot. Bei Hündinnen ist der Durchschnitt der Schulterhöhe angegeben mit 58 cm und hier besteht ein Zuchtverbot, wenn sie 54 cm Schulterhöhe nicht erreichen. Das Gewicht ist bei Rüden zwischen 35 und 45 Kilo angegeben und bei Hündinnen zwischen 30 und 40 Kilo. Schauen Sie, ich weiß, wie gesagt, ich war auf diesen Seiten, die ich mir da stundenlanger Arbeit da übersetzt habe auf Deutsch, weil es mich interessiert hat, dass der ursprüngliche, originale Typ dieses Hundes kein Riesenhund war. Die waren meistens mit der Schulter nicht höher als 60 cm, was eigentlich eine relativ geringe Größe für einen guten Herdenschutzhund darstellt, wenn Sie sich im Vergleich dazu andere Herdenschutzhunde ansehen, ob das der polnische Tatra-Hund ist, der Pyrenäenberghund ist, der Kangal ist, der Alabei und so weiter. Diese Hunde erreichen oftmals Schulterhöhen über 80 cm. Deswegen sage ich, es ist eigentlich eine atypische Schulterhöhe für Herdenschutzhunde. Doch, trotz dieser eher geringen Größe ist der urtümliche Schaplaninaz ein absolut effektiver Herdenschutzhund. Schauen Sie, um diesen Hund ranken sich enorm viele Mythen und Legenden bei den Leuten, die vom Balkan kommen. Teilweise wird da mit größter Ehrfurcht und Stolz von diesem Hund gesprochen. Und ich sage Ihnen, wenn Sie jemanden kennenlernen, der von dort unten abstammt, dann wird Ihnen der irgendeine Geschichte eines Schaplaninats erzählen können. Ja, aber jetzt nochmal zurück zur Größe. Die Schaplaninats, die ich in meinem Leben gesehen habe, waren alle höher als 65 cm mit der Schulter. Wir haben hier in Neudörfl einen Schaplaninaz, der am Rande von Neudörfl hinter einem nicht einsehbaren Zaun auf einem Grundstück lebt, zusammen mit einem Mixhund. Der Besitzer dürfte diesen Hund gut halten. Ich sehe ihn des Öfteren mit beiden Hunden joggen gehen. Ja? Aber ich weiß auch, dass der Hund, also ich bin mir fast sicher, dass der Hund ausschließlich im Garten übernachtet. Und wenn das eine gut gedämmte, gut gebaute Hundehütte ist, ist das für einen Schaplaninaz auch im kalten Winter kein Problem. Ja? Dennoch gehe ich davon aus, dass der Halter diesen Hund gut hält. Wie gesagt, ich sehe ihn des Öfteren. Ein Rüde etwas höher mit der Schulter als meiner. Mein Hund hat 65 cm Schulterhöhe, aber ansonsten ein typischer Schaplaninaz. Die Kopfform, wie sie für einen Schaplaninaz, für einen echten Schaplaninaz auszusehen hat. Ja? Also eher ein kugelförmiger Kopf mit recht kurzem Fang. Trotzdem für den Standard etwas zu hoch, wobei ich auch nirgends eine Maximalgröße rauslesen konnte. Ja? Aber ich weiß von diesen Seiten am Balkan, dass der ursprüngliche Typ des Schaplaninaz eher um die 60 cm Schulterhöhe hat. Doch die Schaplaninaz, die ich sehe oder gesehen habe, waren alle höher. So auch dieser hier in Neudörfl. Der, möchte ich noch behaupten, ein absolut schrecklicher Wachhund ist, wenn Sie bei dem Grundstück vorbeigehen. Sie können zwar nicht hineinsehen, doch Sie spüren diesen Hund im Magen, wenn Sie vorbeigehen. Ja, und nicht einmal habe ich mir gedacht, bitte, liebe Tür, halt, denn sonst muss ich mit meinem Hund zu zweit gegen dich kämpfen. Ich weiß nicht, ob mein Hund allein einen Stich machen würde gegen diesen starken Hund. Ja. Müsste ihm, glaube ich, helfen. Aber das soll nicht geschehen. Ich kannte einen zweiten Schaplaninaz im 22. Wiener Gemeindebezirk, sehr hell, beigefarben. Auch der stellte meiner Meinung nach den Rassestandard des Schaplaninaz in perfekter Art und Weise dar. Wunderschöner Kopf, schönes Fell, nicht zu groß, aber sicher weit höher als 62 cm. Der ging schon auf die 70 cm Schulterhöhe zu. Dieser Hund verhielt sich auf eine ganz typische Herdenschutzhunde-Art und Weise. Ich hatte damals noch meinen Tosa Ino, etwa 8-9 Monate alt. Und wenn ich mich im Abstand von etwa 10 Meter bei dem Grundstück vorbei bewegte, dann lag der Hund vor dem Gartentor, also regungslos, ja, aber man hört ihn knurren, ganz tief knurren. Doch er bewegte sich nicht.
Wenn ich die Distanz unterschritten habe, weil ich mir diesen Hund näher ansehen wollte, dann spielte es Granada und der gab Vollgas. Ja. Ich traf ihn allerdings auch des Öfteren beim Spazierengehen draußen mit seiner Besitzerin und da war der Hund recht desinteressiert. Er war dominant, er zeigte mir und meinem Hund, mit mir ist nicht zu spaßen, aber er war nicht aggressiv. Doch das war in der allgemeinen Erscheinung, mein Hund begrüßt mich gerade, in der allgemeinen Erscheinung also wirkte der typisch Herdenschutzhundemäßig auf mich. Ruhig, seriös, ernst, Sie wissen schon. Beim Schablonenaz ist es so wie bei vielen anderen Herdenschutzhunderassen auch. Im Erwachsenenalter zeigen sie oft wenig Spieltrieb. Das sind sehr ernste, in sich gekehrte Hunde, die schon verschmust und lieb in der Familie sein können. Aber im Vergleich zu anderen Hunderassen, Begleithunden, Jagdhunden, Gebrauchshunden, besitzen Herdenschutzhunderassen, und hier macht der Schablonenaz auch keine Ausnahme, recht wenig Spieltrieb. Also das sind eher Hunde, die sich aufs Wesentliche konzentrieren. Das sind sehr loyale Hunde in der Familie. Lieben jeden, der zur Familie gehört. Doch, wie alle Herdenschutzhunderassen, ist es auch bei diesem Hund vom Balkan so, dass er recht feindselig sein kann gegen fremde Leute. Das ist so, mit denen müssen Sie zurechtkommen, wenn Sie Herdenschutzhunde-Fan sind oder ein Mensch sind, der sich in Zukunft einen Herdenschutzhund besorgen möchte. Dafür wurden diese Hunde immer gemacht, erschaffen, gehalten, gezüchtet. Die hatten immer die Aufgabe, etwas zu bewachen und alles, was nicht dazugehört und sich nähert, wegzuprügeln. Das ist nun mal so. Es hat keinen Sinn, wenn man als Herdenschutzhundezüchter oder als Hundepsychologe davon spricht, dass diese Hunde verkannte Wesen sind, große Teddybären sind. Das ist Schwachsinn, das ist meiner Meinung nach eine fahrlässige Fehlinformationskampagne. Das sind keine bösen Hunde, ganz im Gegenteil. Aber es sind Hunde, die oftmals anders reagieren als andere Hunde, anders zu erziehen sind. So ist das auch beim Schablonenaz, bei dem Herdenschutzhund vom Balkan. Ich muss aufpassen, was ich sage, ich möchte hier niemanden auf die Beine treten. Gehen wir mal kurz zum Fellkleid. Am Kopf, den Ohren und der Vorderseite der Läufe ist das Fell kurz. Am Rest des Körpers ist es lang. Der Hund sollte immer einfarbig sein. Aber die Farbnuancen gehen von einem dunkleren Weiß, von einem schmutzigen Weiß bis schon in ein schwarzes Dunkelbraun hinein. Doch gefleckte Hunde, das ist ein schwerer Fehler, werden von der Zucht ausgeschlossen, soweit ich weiß, werden ausselektiert. Also mit denen wird nicht weiter gezüchtet. Für einfarbige Farbnuancen, wie gesagt, von hell bis schon ins fast schwarze Dunkelbraun hinein. Ich möchte mal ganz kurz eine Geschichte erzählen von diesem Hund, die mir damals in den späten 80ern mein Lehrlingskollege da erzählt hat. Der sagte mir, ja, selbstverständlich kennt der Schablonenaz und sein Großvater hatte einen und so weiter. Und der erzählte mir davon, dass ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist bei Hirten am Balkan, ja, aber sein Großvater war extrem verliebt in seinem Herdenschutzhund, in seinem Schablonenaz. Und wenn der mit ihm draußen war mit dem Vieh oder bei ihm am Hof ihm Gesellschaft leistete, ja, dann war das ein eingespieltes Team. Und eines Nachts kam es da zu einer Wolfsattacke. Diese Wolfsattacke schlugen sowohl der Hund in Zusammenarbeit mit seinem Besitzer, also mit dem Großvater meines Lehrlingskollegen, ab. Also die konnten diese Wolfsattacke erfolgreich verteidigen. Also da gab es keine Verletzungen, da gab es kein Blut, gar nichts. Also die schlugen zu zweit, der Schablonenaz und der Großvater meines Kollegen, meines Freundes damals, die Wölfe in die Flucht. Das waren 3 oder 4 Wölfe. Ich kann es Ihnen nicht mehr genauer sagen, was er mir gesagt hat. Das Wichtige ist der übernächste Tag. 2 Tage oder 2 Nächte später griff dieses Wolfsrudel wieder an, nur war es doppelt so groß. Und wieder nahmen der Großvater mit seinem geliebten Schablonenaz den Kampf auf und gingen ihrerseits zur Attacke über. Doch die Wölfe packten den Schablonenaz und nahmen ihn mit in den Wald. Also der wurde getötet und höchstwahrscheinlich auch zusammengefressen. Und er sagte mir, dass sein Großvater derartig trauerte, dass er nächsten Tag deswegen gestorben ist. Also Sie wissen schon,
so Geschichten von mein Großvater, mein Urgroßvater, speziell von Leuten vom Balkan, die haben auch oft etwas Märchenhaftes an sich. Ja, hier wird oft ausgeschmückt und schnell ranken sich dann Legenden um eine Geschichte. Sie wissen schon, aber man sagt, die meisten Legenden haben einen wahren Ursprung. So etwas wird schon vorgekommen sein. Was ich nicht sagen kann, ist, wie intensiv die Beziehung von Hirten zu ihren Herdenschutzhunderassen am Balkan unten wirklich stattfindet. Das wird auch individuell sein. Ja. Bei dem einen ist der Hund höchstwahrscheinlich nur Mittel zum Zweck, beim anderen wird er höchstwahrscheinlich extrem geliebt. Aber so wie er mir das erzählt hat, liebte sein Großvater diesen Schaplaninaz sehr, und weil der dann von den Wölfen getötet wurde, in den Wald verschleppt wurde, ist er an gebrochenem Herzen nächsten Tag gestorben. Das hat er mir erzählt. Die Geschichte, die werde ich nie vergessen. Ja. Also mich hat das fasziniert irgendwie. Ja. Und ja, man sagt auch in gewissen Gebieten des Balkans unten, der Wolf verneigt sich vor dem Schaplaninaz. Ja, also es gibt viele Mythen und Legenden, und ich bin mir sicher, wenn Sie wem kennen, der von dort unten kommt, vom Balkan, fragen Sie ihn mal nach dem Schaplaninaz, ob er Ihnen nicht die eine oder andere Geschichte erzählen kann. Ich garantiere Ihnen, Sie bekommen eine zu hören. Für wen ist dieser Hund geeignet? Also für mich absolut erstmal für Vollprofis, also für Herdenschutzhunde-Fans. Und Herdenschutzhunde-Fans werden wissen, dass diese Hunde doch dass diese Hunde doch etwas anders zu halten, zu führen, zu erziehen sind als Nicht-Herdenschutzhunderassen. Auf jeden Fall nur geeignet für Leute, die über Haus und Garten verfügen. Das ist ein Herdenschutzhund. Sie kennen meine Einstellung. Sie wissen, wie ich dazu stehe. Ich bin ein Mensch, der schnell auch mal sagt, ein sehr großer Hund ist geeignet für die Wohnung, aber bei Herdenschutzhunderassen lasse ich mir nichts dreireden. Die brauchen ein Revier, die brauchen ein Grundstück, das sie bewachen können. Also wenn das kein Hund ist, der mit dem Vieh draußen ist und seine Arbeit verrichtet, dann braucht er zumindest, wenn er im normalen Privathaushalt gehalten wird, ein Grundstück, einen Garten mit stabiler Umzäunung, hoch genug, dass er bewachen kann. Das ist die Welt der Herdenschutzhunderassen. Das erfüllt sie. Das ist meine Meinung, davon gehe ich nicht weg. Der Hund ist geeignet auf jeden Fall, wie gesagt, für Menschen mit Haus und Garten, wo der Hund Zutritt hat, für Leute, die ein Händchen für Hunde haben, die Ahnung von Hunden haben, die wissen, wie der Hase läuft, und für Menschen, die sowohl psychisch als auch physisch gesund sind. Das ist meine Meinung, deswegen würde ich sagen, gehört er in die Hardcore-Serie. Kein Anfängerhund, absolut kein Anfängerhund. Und auch wenn Sie auf vielen Züchterseiten lesen können, der Hund wird manchmal aggressiver, als er ist, dargestellt. Ich habe ihn nicht aggressiv dargestellt. Ich habe Ihnen den Schaplaninaz so versucht zu erklären, wie ich ihn erlebt habe, als absolut effektiven und engagierten Wach- und Schutzhund. Aber ich habe nicht gesagt, der Hund ist aggressiv. Doch Teddybären sind das auch nicht, und wie gesagt, wenn dann Leute von verkannten Wesen und so weiter sprechen, möchte ich auch behaupten, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Ja, ein super toller, wunderschöner Hund, ja, über den es sehr viel zu lesen gibt. Einer der schönsten Herdenschutzhunderassen meiner Meinung nach, ja, aber auch einer der kleinsten. Ja, viel mehr kann ich von diesem tollen Hund nicht sagen. Nur, dass es hier, wenn Sie sich wirklich für diesen Hund interessieren, mehr zu lesen und mehr zu erfahren gibt, als über viele, viele, viele andere Hunderassen. Das kann ich Ihnen garantieren. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Das war's.